1.500 €. Damit müsstet ihr das Geld für die neue Anlage zusammen haben. Hä? Junge, es muss dein Aussehen sein. An deinem Verstand kann es nicht liegen. Wir dürfen das nicht. Und warum nicht? Dass du das wirklich wissen. Ja. Wir sind Geschwister. Wir sollen Geschwister sein. Du meinst, du bist meine Schwester. Netter Versuch. Es ist die Wahrheit. Wenn du glaubst, dass ich dich jetzt hier rauslasse, dann hast du dich getäuscht. Da musst du dir schon eine bessere Geschichte einfallen lassen. Es war vor über 25 Jahren. Meine Mutter arbeitete auf Königsbrunn. Als deine Eltern einen Streit hatten und deine Mutter das Schloss für ein paar Tage verlassen hat. Da ist es passiert. Mein Vater und Elke Kepler sollen also eine heiße Nacht gehabt haben, dessen Ergebnis jetzt hier leibhaftig vor mir sitzt. Sag mal, Sarah, was kommt eigentlich als nächstes? Dass Ansgar mein Sohn ist, der mich hasst, weil ich ihm nicht die Brust gegeben habe? Jetzt mal ernsthaft. Erst erzählst du mir, ich bin die große Liebe deines Lebens, für die du alles aufgeben würdest. Am nächsten Tag bist du ganz plötzlich eine miese Heiratsschwindlerin, die kurz vor ihrem Ziel auflebt. Und als sich das als Lüge entpuppt, da präsentierst du mir auf einmal deinen Verlobten, der natürlich auch ein Fake ist. Und jetzt willst du meine Schwester sein? Halbschwester. Du bist verrückt. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Naja, finde ich schon. Nach allem, was du halt... Toll, das wollten wir doch zusammen machen. Jana kommt auch gleich. Schließlich geht es um den Club. Welcher Club? Um unseren Club, Genauer gesagt, die neue Anlage. die du uns mit deinem Geld so großzügig ermöglicht hast. Dafür sind die Blumen. Ja. Und der Gutschein. 5-mal freier Eintritt bei unseren nächsten Partys plus 2 Getränke inklusive. Danke. Wollt ihr was trinken? Klar, bevor wir uns schlagen lassen. Nee, ist Wahnsinn. Wahnsinn, wie der auf dich abfährt. Als meine Mutter merkte, dass sie schwanger war, wusste sie nicht, was sie tun sollte. Schließlich hat sie sich dazu entschieden, mich direkt nach der Geburt zur Adoption freizugeben. Sie hat dich einfach weggegeben? Sie wollte auf keinen Fall ihre Stellung am Schloss verlieren. Und mein Vater hatte keine Ahnung, dass er noch eine Tochter hat. Wann hast du es denn erfahren? Vor ein paar Tagen. Von Frau Kepler? Warum hat sie es dir nicht früher erzählt? Ich meine, sie wusste doch, dass zwischen uns was läuft. Und hat alles getan, um es zu unterbinden. Ach, dann waren die Zeitungsausschnitte über mich in deiner Notenmappe von ihr, damit ich glaube, dass du eine Heiratsschwindlerin bist? Am liebsten wäre es ihr gewesen, wir hätten uns nie mehr wiedergesehen. Und was ist mit dem angeblichen Verlobten? Stammt die Idee auch von ihr? Ich dachte, es würde dir leichter fallen, mich zu vergessen, wenn ich dir einen Grund gebe, mich zu hassen. Wie kannst du sowas denn nur denken? Du hättest mir fast das Herz gebrochen. Und Sie wissen wirklich nicht, wo Sarah steckt? Hat sie Ihnen denn nichts gesagt? Bitte denken Sie nach, es ist wichtig. Danke. Wiederhören. Wer war das? Jana Brandner. Ja, ich dachte, sie wüsste vielleicht, wo Sarah ist. Und?
Ist Leonard denn inzwischen mal wieder aufgetaucht? Hoffentlich machen die beiden keine Dummheiten. Mit anderen Worten, du hoffst, dass Sarah Leonard weiterhin Lügen auftischt, ja? Er darf die Wahrheit nicht erfahren. Meinst du, die beiden sind nicht alt genug, um damit umzugehen? Ja, mit dem Alter hat das nichts zu tun. Sondern? Elke, es war eher eine Dummheit, ihnen die Wahrheit so lange vorzuenthalten. Sarah darf ihren Gefühlen nicht nachgeben. Das wäre eine Katastrophe. Ich hätte sofort zu dir kommen und dir alles erzählen müssen. Aber ich konnte nicht. Mach dir bitte keine Vorwürfe. Meine Mutter hatte solche Angst, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Für sie wäre alles zusammengebrochen. Ihr gesamtes Leben. Das konnte ich ihr doch nicht antun. Niemand erwartet das von dir. Außerdem war mir ab dem Moment sowieso alles egal. Ich hatte dich verloren. Warum hast du mich nicht einfach vergessen? Wie denn? Ich liebe dich. Das darfst du nicht. Ich kann nicht anders. Du, Konstantin und ich, wir gehen nach der Schule ins No Limits. Kommst du mit? Kein Bock. Hey, wie in alten Zeiten. Jetzt, wo du weißt, dass Andi nichts von dir will? Wer sagt das denn? Konstantin vermisst dich. Bei ihm weißt du, wo du dran bist. Dafür bringt Anni mir Blumen mit. Das hat Konstantin schon eine Ewigkeit nicht mehr getan. Nee, zumindest nicht in Begleitung seiner besten Freundin. Andi hätte mir die Blumen sehr viel lieber allein überreicht. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Dein Problem. Und was ist jetzt mit Konstantin? Andi ist doch nur ein... Ein verdammt geiler Typ. Findest du? Und außerdem ist Andi in mich verknallt. Andi Fritsche. Aber hallo, hast du denn nicht die rote Rose in dem Strauß gesehen? Die hat er extra reingetan, nur für mich. Soll ich das Gedeck für Graf Leonard noch liegen lassen? Ich weiß nicht, Frau Kepler. Ich habe Leonard seit gestern nicht gesehen. Vielleicht hat er Nachtschicht. Nein, ich weiß zufällig, dass er die ganze Woche in der Frühschicht arbeitet. Verzeihen Sie, Herr Graf. Ja, bitte? Ich möchte mich nicht einmischen, aber ich habe Graf Leonard gestern Abend noch gesehen. Wo? An der Tür zum Eiskeller, zusammen mit Sarah Hofmann. Ich kann mir kaum einen ungeeigneteren Ort für ein romantisches Stelldichein vorstellen, als ausgerechnet unseren Eiskeller. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Ihr habt euch sicher eine Menge zu erzählen. Hast du es ihm gesagt? Ich vermisse dich, Elisabeth. Ja, ich muss mit dir sprechen. Entschuldige, Sofort! Ich hatte mir immer eingebildet, ich hätte euch Manieren beigebracht. Offenbar war das ein Irrtum. Und ich habe immer gedacht, ich könnte stolz auf meinen Vater sein. Wie dumm von mir! Was ist los mit dir, Leonard? Sagen Sie nichts, ich flehe Sie an. Kann mir bitte jemand erklären, was hier los ist? Kennst du diese Frau? Ja, natürlich. Was soll diese Frage? Und wie gut kennst du sie? Frau Kepler ist seit 30 Jahren meine Hausdame und... Und was ist passiert, als sie knapp 5 Jahre hier war? Ja, was spielt denn das für eine Rolle? Du hast doch nicht etwa vergessen, was sich hier vor ca. 25 Jahren zwischen dir und deiner Hausdame abgespielt hat? Hören Sie auf! Ich bitte Sie, tun Sie es um meinetwillen.
hatte immer geglaubt, dass dieser Zwischenfall unser Geheimnis bleibt. Aber gut, wenn du es schon weißt. Ich bin Gentleman genug, dazu zu stehen. Du willst wissen, was hier los ist? Dann werde ich dir sagen, du Gentleman. Die Frau, die mir nach Cecils Tod den Lebensmut wiedergegeben hat. Die Frau, die ich mehr liebe als mein eigenes Leben, Sarah. Ja, was ist bitte mit Sarah? Ich darf sie nicht lieben. Und das ist einzig und allein deine Schuld. Sarah Hoffmann ist deine Tochter. Lisa hat Andi Geld geliehen. 1500 Euro. Als Zuschuss für eine Anlage. Wie tief kann man eigentlich sinken, sich so viel Geld von einer 16-jährigen Schülerin zu leihen? Typisch Andi, oder? Entschuldige, aber Lisa muss bescheuert sein. Glaubt sie im Ernst, dass sie die Kohle jemals wieder sieht? Sie glaubt sogar, dass Andi was von ihr will. Was? Sie ist felsenfest davon überzeugt. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie? Ich kannte mal einen Typen, der dachte das Gleiche von meiner Schwester. Später auch von seiner Französischlehrerin. Haha, sehr komisch. Scheint irgendwie bei euch in der Familie zu liegen. Das kannst du nicht vergleichen. Erstens ist meine Schwester jünger. Zweitens ist sie ein Mädchen. Und drittens ist Andi... Na, Cowboy. Hi. Hi. Was darf's sein? 3 Kaffee to go, please. Komm sofort. Ein eingebildeter, arroganter, schwachsinniger, Hohlköpfiger, dreister, uncooler Stallbursche. So, 9 Euro macht das dann zusammen. Stimmt so. Danke dir. Da fällt mir ein, ich muss noch was besorgen fürs Mittagessen. Jenny, was machst du denn hier? Der Typ lässt echt nichts anbrennen. So blind kann Lisa doch gar nicht sein. Du hast Francesca also nicht nur mit Nikos Mutter betrogen, sondern auch mit deiner Hausdame, Frau Kepler. Also, Elke und ich waren allein. Francesca und ich, wir hatten uns... Na, komm schon, erspar mir die Einzelheiten. Erklär mir lieber, warum du dich in all den Jahren nicht einmal um deine Tochter gekümmert hast. Herrgott, Leonard! Ich habe bis eben nichts davon gewusst! Elke hat mir nie etwas gesagt! Warte. Eines Tages kam sie zu mir und bat um ein paar Wochen unbezahlten Urlaub. Angeblich, weil ihre Mutter schwer erkrankt war. Ja, in dieser Zeit muss sie das Kind zur Welt gebracht haben. In das ich mich dann 25 Jahre später unsterblich verliebe. Ich kann mein Leben nicht zurückdrehen, Leonard. Es tut mir wahnsinnig leid für dich. Verdammt nochmal, hätte ich gewusst, dass Sarah meine Schwester ist, dann hätte ich mich doch niemals in sie verliebt. All die Jahre hat sie hier gearbeitet, als wäre nichts passiert. Dabei hat sie die ganze Zeit gewusst, dass ich der Vater ihrer Tochter bin. Ich wollte dich letzte Woche mal anrufen. Hast du eine neue Nummer? Die hättest du wohl gern, hm? Sehr gern. Aber nur weil du es bist. Kennst du die Kleine? Was, du meinst Jennifer? Kommt sie öfter? Willst du auch was von ihr? Woher kennt Andi sie? Sie hat auf Felix Junggesellenabschied gestrippt und ja, scheint genau das zu sein, was Andi unter Frau versteht. Okay, dann komm mit.
Wollen Sie wieder vor Ihren Problemen davonlaufen? Wie vor 25 Jahren? Wir haben eine Tochter. Bitte, Herr Graf. Lassen Sie mich gehen. Ich werde Sie nicht aufhalten, Elke. Aber eins muss ich vorher noch wissen. Und ich denke, ich habe ein Recht darauf. Warum haben Sie mir 25 Jahre lang verschwiegen, dass Sie die Mutter meiner Tochter sind? War nett im No Limits. Schade, dass du nicht mehr gekommen bist. Kannst du bitte aufhören zu versuchen, mich mit deinem besten Freund zu verkuppeln? Zufällig war Konstantin auch mal dein bester Freund. Zufällig hat er selbst dafür gesorgt, dass das nicht mehr ist. Boah, bist du nachtragend. Du hast dich auch nicht gerade wie ein Engel benommen. Themawechsel. Andi ist gar nicht dein Typ. Außerdem steht er auf ältere Mädels. Für ihn bist du doch noch ein kleines Baby. Du und Konstantin, ihr seid das ideale Paar. Wann springst du endlich über deinen Schatten und verzeihst ihm seinen dummen Seitensprung? Was ist? Was hast du vor? Ich geh ins No Limits. Na also, geht doch. Grüß Konstantin von mir. Ich treffe mich aber nicht mit Konstantin, sondern mit Andi. Muss ich das verstehen? Mein Vater weiß jetzt auch Bescheid. Und? Ist bestimmt nicht begeistert, dass er jetzt noch eine Tochter hat. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich weiß es nicht. Weißt du's? Aber wir können doch jetzt nicht einfach so tun, als sei zwischen uns nichts gewesen. Nur weil wir Geschwister sind. Ich hatte Angst, Sie würden mich vom Schloss werfen. Und wenn nicht Sie, dann Ihre Frau. Das wäre nicht geschehen, Elke. Niemals. Gut, zugegeben. Vielleicht hätten Sie nicht auf Königsbrunn bleiben können. Aber wir hätten eine Lösung gefunden. Auf keinen Fall hätte ich Sie mit dem Baby Ihrem Schicksal überlassen. Königsbrunn war schon damals mein Leben. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, das Schloss zu verlassen. Das hätte mir das Herz gebrochen. Und dann war da noch Francesca. Ich mochte sie. Sie war eine gute Frau. Ja, das war sie. Wenn sie von der Schwangerschaft erfahren hätte, dann hätte ihre Frau sich vielleicht von ihnen getrennt. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte ihre Ehe nicht zerstören. Einen Moment. Sie haben Ihr Kind heimlich ausgetragen und zur Adoption freigegeben. Nur um meine Ehe nicht zu gefährden? Das haben Sie alles für Francesca getan. Nein. Nicht für Francesca.
Lisa, wo bleibst du denn? Also ich kann da ganz schön viel. Da bin ich gespannt. Ja. Steht das? Na los jetzt. Küss sie endlich. Bingo. Natürlich habe ich mir nie irgendwelche Hoffnungen gemacht. Auch nicht nach Francescas Tod. Sie waren Graf und ich Hausdame. Und das war in Ordnung für mich. All die Jahre? All die Jahre. Bis zu dem Tag, als Sarah auf dem Schloss auftauchte. Aber ich bitte Sie, das kann doch kein Zufall gewesen sein. Das war kein Zufall. Sie hatte erfahren, dass ihre Mutter damals auf dem Schloss gearbeitet hatte. Dass sie neben ihrer Mutter auch noch ihren Vater vorfinden würde, dürfte sie wohl mehr als überrascht haben. Und ihren Bruder. Leonard. Wer konnte denn auch damit rechnen, dass ausgerechnet die beiden sich unsterblich ineinander verlieben würden? Nur der Klarheit halber, ich nehme an, Sie haben das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Sarah eine professionelle Heiratsschwindlerin sei? Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Ich hätte Sarah sofort vom Schloss verweisen sollen, als ich wusste, wer sie war. Sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, bringt uns nicht einen Deut weiter. Sarah und Leonard haben sich in eine Liebe verstrickt, die nicht sein darf. Und es ist die Aufgabe der Eltern, ihnen zu helfen, sich aus dieser Situation zu befreien. Dafür ist es längst zu spät. Was meinen Sie damit? Ihre Liebe ist stärker als jede elterliche Vernunft. Es gibt nichts mehr, was wir für die beiden tun können. Es gibt nur eine Lösung. Wir müssen uns auf der Stelle trennen und dürfen uns nie mehr wiedersehen. Sarah, bitte geh nicht. Ich kann ohne dich nicht mehr leben. Und selbst wenn ich wollte, deine Liebe gibt meinem Leben erst einen Sinn. Leonard, wir sind Geschwister. Hör zu. Ich lass mir mein Glück nie wieder durch irgendwelche Konventionen kaputt machen, verstehst du? Nie wieder. Was willst du tun? Wir hauen einfach ab. Wir gehen irgendwo hin, wo uns niemand kennt und fangen ganz von vorne an. to your heart.